Hallo zusammen, willkommen bei Finance Fellows, eurem Kanal für Finanzbildung. Mein Name ist Marcel und in diesem Video geht es um die private Vermögensbilanz. Wir schauen uns zu Beginn an, was eine Bilanz grundsätzlich ist, also wie sie aufgebaut ist und welche Aufgaben sie erfüllt. Im Anschluss daran gucken wir uns an, wie eine private Vermögensbilanz aussehen kann und welche Vorteile diese hat. Im letzten Abschnitt beschreiben wir dann, wie die private Vermögensbilanz zusammen mit dem Haushaltsbuch die doppelte Buchführung ergibt. Dieses Video wird euch also ganz konkret dabei unterstützen, eine nachhaltige und strukturierte Finanzplanung umzusetzen. Und jetzt viel Spaß beim Video! Die Bilanz wird überwiegend im unternehmerischen Kontext verwendet und beschreibt die umfassende Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital eines Unternehmens. Das Wort Bilanz leitet sich dabei aus dem lateinischen bilantia ab und bedeutet so viel wie Waage. Diesem Bild folgend werden die Vermögenswerte auf der einen Seite und das Kapital auf der anderen Seite der Waage dargestellt. Für viele Unternehmensformen, wie beispielsweise der Aktiengesellschaft, ist die Erstellung einer Bilanz gesetzlich vorgeschrieben und wird zu einem fest definierten Zeitpunkt, dem sogenannten Bilanzstichtag, erstellt. In diesem Fall bildet sie dann zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung den Jahresabschluss eines Unternehmens. Schauen wir uns im Folgenden den Grundaufbau einer Bilanz genauer an. Für die vereinfachte Darstellung wird meistens ein sogenanntes T-Konto verwendet. Auf der linken Seite des Kontos wird das Vermögen dargestellt. Es wird auch Aktiva genannt. Auf der rechten Seite steht das Kapital, auch Passiva genannt. Das Vermögen der Aktiva-Seite wird unterteilt in ein sogenanntes Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Anlagevermögen sind fest im Unternehmen angelegt, wie zum Beispiel Maschinen, Fuhrpark, Gebäude oder auch Grundstücke. Das Umlaufvermögen hingegen befindet sich nicht fest im Unternehmen, es befindet sich nur im Umlauf. Hier können zum Beispiel Rohstoffe, fertige Produkte oder auch Bankguthaben oder Kassenbestände aufgeführt werden. Die Passiva-Seite gibt uns dann Auskunft darüber, wie das Unternehmen das Anlage- und Umlaufvermögen finanziert hat, also vereinfacht gesagt, woher das Geld kommt. Dabei kann grundsätzlich zwischen Eigenkapital und Fremdkapital unterschieden werden. Eigenkapital ist das Geld, was der Unternehmer oder das Unternehmen zur Finanzierung der Vermögenswerte selber aufbringt, also aus der eigenen Tasche bezahlt. Fremdkapital hingegen beschreibt die Finanzierung mit Hilfe von kurz- oder langfristigen Krediten, wie beispielsweise einem Hypothekendarlehen für Immobilien. Da das Unternehmen nicht mehr Vermögen haben kann als Kapital und umgekehrt, muss die Summe der beiden Kontohälften immer gleich sein, eben wie bei einer perfekt ausgerichteten Waage. Die Bilanz hat ihrem Aufbau nach also folgende Ziele. Erstens, Herstellung von Transparenz. Kennt ein Unternehmen seine aktuelle Finanzlage nicht, kann es auch keinen zuverlässigen Geschäftsbetrieb sicherstellen. Zweitens, Schutz vor Überschuldung. Durch die klare Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital können unternehmerische Potenziale, aber eben auch Risiken in Form von Überschuldung frühzeitig festgestellt werden. Drittens, Messung von Zielen. Mithilfe der Bilanz können Kennzahlen für die Messung der Unternehmensziele abgeleitet werden. Betrachten wir die Ziele genauer, wird klar, dass eine Bilanz auch für die privaten Haushalte richtig und wichtig ist. Auch für jeden Privathaushalt gilt, wer nicht weiß, wo er gerade mit seinem Vermögen steht, kann auch nicht wissen, wohin die Reise hingehen kann. Auch der Schutz vor Überschuldung ist elementar, ob durch die Vermeidung von Schulden bis hin zur Abwendung der Zahlungsunfähigkeit. Und auch die Definition einer nachhaltigen Planung in Form zum Beispiel einer verlässlichen Ruhestandsregelung kann hier aufgeführt werden. Widmen wir uns also dem Aufbau der privaten Vermögensbilanz. Grundsätzlich unterscheidet sie sich nicht vom Aufbau einer Unternehmensbilanz. Eine Ausnahme stellt die Aktiva-Seite dar, wo auf die Unterteilung in Anlage- und Umlaufvermögen verzichtet werden kann. Da private Haushalte keine Produkte herstellen und verkaufen, gibt es folglich auch keine durchlaufenden Produktionsmittel. Starten wir zu Beginn mit der Erfassung der Anlagen. Hier ist es hilfreich, die Vermögenswerte der Liquidierbarkeit zunehmend aufzulisten. Liquidierbarkeit beschreibt, wie lange es dauert, eine Anlage tatsächlich in Cash oder verfügbares Geld umzuwandeln. Unter diesem Aspekt wird zum Beispiel eine Immobilie weit oben in der Bilanz stehen, da sie tendenziell nicht kurzfristig verkauft werden kann. Gleichermaßen trifft dies auf viele Kapitalversicherungen zu. Je nach Restlaufzeit können Spar- oder Termineinlagen ebenfalls weiter oben, aber auch weiter unten stehen. Ein Auto kann in der Regel schon schneller liquidiert werden. Noch schneller trifft dies auf Wertpapiere zu.
Kurz ins Depot einloggen, eine Verkaufsorder erstellen, fertig. Geld in Form von Bargeld oder verfügbaren Sichteinlagen, wie zum Beispiel das Tagesgeld oder Girokonto, stehen unmittelbar zur Verfügung und sind demnach ganz unten in der Bilanz aufzuführen. Sind die Vermögenswerte erfasst, geht es im nächsten Schritt um deren aktuelle Bewertung. Die Bewertung des Bargeldbestandes sowie der Sichteinlagen sollte relativ einfach sein, vor allem wenn ein Haushaltsbuch geführt wird. Guthaben auf Spar- und Termineinlagen können wie Depotwerte ebenfalls einfach über die Bank ermittelt werden. Hier bietet sich natürlich das Online-Banking und entsprechende Apps an. Bei Versicherungen kann der aktuelle Rückkaufswert direkt beim Versicherer erfragt werden. Das ist nicht schwer, die Rückmeldung kann aber Zeit in Anspruch nehmen. Einzig der Wert von Immobilien und Fahrzeugen lässt sich nicht so einfach und genau erfassen. Wollen oder müssen genaue Werte vorliegen, zum Beispiel für einen Immobilienverkauf, kann ein Sachverständiger in Anspruch genommen werden. Das kostet aber in der Regel Geld. Dient die Wertermittlung ausschließlich der Aktualisierung der privaten Vermögensbilanz, reicht es aus, eine einfache, vielleicht auch nicht auf den Euro genaue Bewertung mithilfe kostenloser Bewertungstools vorzunehmen. Viele davon sind im Internet verfügbar. Zum Beispiel lässt sich der aktuelle Schätzwert eines Autos mithilfe der sogenannten Schwacke-Liste ermitteln. Im Bereich Immobilien bieten einige Maklerportale bereits kostenlose Bewertungen an. Bei der Strukturierung der Passivseite bleibt es bei der Aufteilung in Eigenkapital und Fremdkapital. Auch hier wird mit der Erfassung aller Verbindlichkeiten gestartet, wie zum Beispiel einem Autokredit oder dem Immobiliendarlehen. Die aktuelle Restschuld kann dem Tilgungsplan entnommen werden. Liegt dieser nicht mehr vor, kann die Information auch direkt bei den Kreditinstituten erfragt werden. Neben der Restschuld kann es auch hilfreich sein, die entsprechenden Schuldzinsen mit aufzuführen. Dadurch werden die teuersten Kredite schnell identifiziert, mit der Empfehlung, diese natürlich schnellstmöglich zu tilgen. Sind alle Anlagen und Verbindlichkeiten vollständig erfasst, ergibt sich das Eigenkapital dann automatisch aus der Differenz zwischen der Vermögenssumme und dem Fremdkapital. Die Waage ist dann auch hier wieder perfekt ausgerichtet. Der hier dargestellte Bilanzaufbau ist natürlich nur ein Vorschlag. Wie ihr die einzelnen Positionen erfasst und strukturiert, bleibt natürlich euch überlassen. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Wichtig ist, dass ihr euch damit wohlfühlt und überhaupt damit startet. Und natürlich macht es auch Sinn, die Bilanz mit wenig Vermögen zu starten. Dann wächst die Bilanz eben mit euch zusammen. Wie auch bei den Unternehmen üblich, reicht es für die private Vermögensbilanz aus, sie einmal im Jahr zu erstellen. Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang auftut, ist, ob das Humankapital in die private Vermögensbilanz mit aufgenommen werden sollte oder nicht. Kurz zur Erklärung. Das Humankapital versucht zu ermitteln, was die zukünftigen Einnahmen bis zum Eintritt des Rentenalters heute wert sind. Technisch gesehen handelt es sich um eine wichtige Anlageklasse und könnte in die Bilanz mit aufgenommen werden. Dann müsste der Vollständigkeit halber aber auch der Gegenwartswert zukünftiger Konsumausgaben erfasst werden, also zukünftige Kosten für Lebensmittel, Miete, Transport und so weiter. Die separate Betrachtung und Analyse des Humankapitals ist wichtig und richtig. In die private Vermögensbilanz würden wir das Humankapital dennoch nicht mit aufnehmen. Der Hauptgrund liegt darin begründet, dass das Humankapital nicht liquidiert werden kann. Zu keiner Zeit werden wir Geld im Voraus für noch nicht getätigte Arbeit bekommen. Und am Ende des Tages soll die private Vermögensbilanz ja dabei helfen, eine valide Risikobetrachtung auf Basis verfügbarer Werte vorzunehmen. Kommen wir zum Abschluss des Videos zur doppelten Buchführung. Das Ziel der doppelten Buchführung ist es, die Stabilität der Finanzlage auf zwei Arten nachzuweisen, also mit Hilfe der Vermögensbilanz und dem Haushaltsbuch. Das macht Sinn, da beide Komponenten ihrer Konzeption nach unterschiedliche Betrachtungsweisen haben, die wir uns im Folgenden einmal angucken wollen. Das Haushaltsbuch wird regelmäßig, im Optimalfall monatlich ausgefüllt und ausgewertet. Erfasst werden die Einnahmen und Ausgaben, mit dem obersten Ziel, die Liquidität, sprich einen positiven Cashflow, sicherzustellen. Die private Vermögensbilanz im Gegensatz dazu wird jährlich zu einem bestimmten Stichtag ausgefüllt. Mit ihr werden die aktuellen Vermögenswerte erfasst und der Finanzierungsart gegenübergestellt. Das alles erfolgt, wie in diesem Video beschrieben, mit dem Ziel, eine Überschuldung zu vermeiden und eine stabile Vermögensplanung vorzunehmen. Der Abgleich zwischen dem Haushaltsbuch und der Vermögensbilanz unterstützt euch also bei der Umsetzung einer ganzheitlichen Haushaltswirtschaft.
Zwischen dem Haushaltsbuch und der Vermögensbilanz gibt es aber auch eine direkte Verbindung. Zum Jahresende oder wann auch immer ihr eure Vermögensbilanz aktualisiert, könnt ihr einfach euren Girokontostand des Haushaltsbuches in den Girokontostand der Vermögensbilanz überführen. Somit liegt euch dieser Wert schon mal schnell und zuverlässig vor. Fassen wir die Inhalte des Videos noch einmal zusammen. Zu Beginn haben wir uns die Unternehmensbilanz angeschaut. Wir haben beschrieben, dass mit ihr eine umfassende Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital vorgenommen wird. Daraus ableitend haben wir aufgezeigt, wie die Struktur der privaten Vermögensbilanz aussehen kann. Wir haben skizziert, nach welchen Regeln die aktiver und passiver Werte erfasst und bewertet werden können. Im letzten Teil des Videos sind wir dann noch auf die doppelte Buchführung, bestehend aus dem Haushaltsbuch und der Vermögensbilanz, eingegangen. Wir haben gezeigt, wie durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Betrachtungsweisen, nämlich Cashflow auf der einen und Vermögen auf der anderen Seite, eine nachhaltige Haushaltswirtschaft umgesetzt werden kann. Hat euch das Video gefallen? Dann schenkt uns eine positive Bewertung und abonniert unseren Kanal. Das motiviert uns, für euch auch in Zukunft tolle Erklärvideos zu erstellen. Wenn ihr Fragen zum Video oder Wünsche für ein neues Thema habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.